Wenn wir uns einen Film oder ein Theaterstück ansehen, haben die Schauspieler ihren Text aus einem Skript, in dem steht, was sie wann sagen sollen. Notierte Musik funktioniert genauso. Sie sagt dem Musiker, welche Noten er wann spielen soll. Ästhetisch gibt es einen großen Unterschied zwischen Beethoven und Justin Bieber, aber die Musik von beiden basiert auf denselben Bausteinen: Noten. Das Endergebnis kann zwar sehr komplex klingen, aber die Logik dahinter ist eigentlich recht simpel. Sehen wir uns die Grundbausteine der Notation an und wie Noten interagieren, um ein Kunstwerk abzubilden. Noten werden auf 5 parallelen Linien geschrieben, den Notenlinien. Diese haben 2 Achsen, senkrecht und von links nach rechts. Die senkrechte Achse zeigt die Tonhöhe an, also die zu spielende Note, und die waagerechte Achse den Rhythmus, also wann sie zu spielen ist. Zuerst die Tonhöhe. Wir nehmen ein Klavier zur Hilfe, aber das System funktioniert auch auf jedem anderen Instrument. In der westlichen Musiktradition entsprechen die Tonhöhen Buchstaben im Alphabet: A, H, C, D, E, F und G. Diese Abfolge wiederholt sich danach immer und immer wieder. Aber wieso ist das so? Wenn man zum Beispiel ein F und dann noch ein höheres oder ein tieferes F auf dem Klavier spielt, klingen sie recht ähnlich im Vergleich zu etwa einem H. Zurück zu den Notenlinien. Jede Linie und jeder Zwischenraum steht für eine Tonhöhe. Steht eine Note auf einer Linie oder in einem Zwischenraum, weiß der Musiker, welchen Ton er spielen soll. Je höher die Note, desto höher der Ton. Aber es gibt natürlich viel mehr Töne als die 9, die in die Notenlinien hineinpassen. Ein Flügel hat zum Beispiel 88 Tasten. Aber wie passen 88 Noten in die Notenlinien? Das erfordert einen sogenannten Notenschlüssel. Dieses Symbol steht am Anfang der Notenlinien und besagt, welche Linie welchem Ton auf einem Instrument entspricht. Will man Töne außerhalb der Notenlinien spielen, kommen kurze Hilfslinien hinzu. Verwendet man zu viele Hilfslinien, wird es verwirrend. Dann sollte man einen anderen Notenschlüssel verwenden. Wann ein Künstler die Noten spielt, hängt von 2 Faktoren ab: dem Takt und dem Rhythmus. Der Takt eines Musikstücks an sich ist recht langweilig. Er klingt in etwa so. Wie ihr bemerkt, ändert er sich nicht. Er kann langsam oder schnell sein. Ganz wie es euch gefällt. Wie der kleine Zeiger an einer Uhr 1 Minute in 60 gleich lange Sekunden aufteilt, unterteilt der Takt ein Musikstück in kleine Zeiteinheiten, die alle dieselbe Länge haben, die Taktschläge. Mit einem Takt als Basis können wir einen Rhythmus hinzufügen, um richtige Musik zu kreieren. Das ist eine Viertelnote. Sie ist die einfachste Rhythmuseinheit und entspricht einem Schlag. Das ist eine halbe Note. Sie entspricht 2 Schlägen. Diese ganze Note entspricht 4 Schlägen und dies sind Achtelnoten, die einem halben Schlag entsprechen. Aber was bedeutet das alles? Ihr habt bestimmt die vertikalen Linien bemerkt, die die Notenlinien unterteilen. Das sind Taktstriche und jeder dieser Abschnitte entspricht einem Takt. Am Anfang eines Musikstücks steht nach dem Notenschlüssel die sogenannte Taktart, die vorgibt, wie viele Schläge ein Takt hat. Das hier gibt 2 Schläge pro Takt vor. Hier sind es 3, hier 4 und so weiter. Die untere Zahl sagt uns, welche Note als Grundeinheit für den Takt fungiert. 1 entspricht einer ganzen Note, 2 einer halben, 4 einer Viertelnote, 8 einer Achtelnote und so weiter. Diese Taktangabe sagt uns, dass es 4 Viertelnoten in jedem Takt gibt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Aber wenn wir nur den Taktschlag einhalten, ist es langweilig. Also ersetzen wir einige Viertelnoten mit anderen. Es hat sich zwar die Anzahl der Noten in jedem Takt verändert, aber nicht die Gesamtzahl der Schläge. Wie hört sich unsere Komposition nun an? Ganz gut, aber noch etwas dünn, oder? Fügen wir ein weiteres Instrument hinzu. Jetzt klingt es nach Musik. Natürlich braucht man Übung, um die Noten lesen und auf einem Instrument spielen zu können,
Aber mit ein wenig Zeit und Geduld könntest du der nächste Beethoven oder Justin Bieber werden. Wusstest du, dass das Spielen eines Instruments langfristig positive Wirkungen auf das Gehirn hat? Wirf einen Blick ins Innere deines Gehirns und erfahre in diesem Video, welch unglaubliches mentales Training uns Musik verschafft. Und abonniere unseren Kanal für weitere Lektionen, bei denen sich das Teilen wirklich lohnt.